Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Lova, der Breacher GTX mit. Wir haben euch letztes Jahr von Lova den Combat Boot vorgestellt, der neu war, gleichzeitig auch mit dem Breacher. Wir hatten jetzt noch keine Zeit, den Breacher vorher zu zeigen, haben uns aber jetzt gedacht, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um diesen Stiefel euch mal vorzustellen. Ich habe euch auch noch mal mitgebracht eine ältere Generation von Lova, den Mountain GTX. Den habe ich lange getragen und als wir den Breacher das erste Mal gesehen haben, haben wir gedacht, das ist so, ist jetzt natürlich nicht direkt der Nachfolger, aber kommt dem relativ nah. Das sieht man hier auch ganz gut. Und habe auch die Combat Boots hier mal mit auf den Tisch gestellt, die fleißig gerade im Härtetest unterwegs sind, um euch einfach auch mal zu zeigen, dass hier der Breacher sich aus beiden Stiefeln bedient hat. Ne? Das sieht man hier vor allem auf der Innenseite ganz gut. Wenn ich die hier mal beide nebeneinander halte, da seht ihr hier schon, die sind, wenn ich sie so rumhalte, kaum auseinanderzuhalten, minimal vom Design her hier und natürlich auch die Höhe vom Combat Boot, der ist ein bisschen höher, aber ansonsten ähneln sich die Schuhe sehr. Was man auf jeden Fall mal sagen kann, ist, dass die neuen Lova-Stiefel im Vergleich zu den älteren Modellen keine Break-In-Zeit mehr haben. Zumindest habe ich das nicht gebraucht bei mir beim Testtragen. Also bedeutet, die brauchen keine Einlaufzeit mehr. Die sind wirklich ultra bequem, gleich von Anfang an. Man läuft sich keine Blasen und kann die direkt nutzen. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind mit den neuen Lova-Stiefeln. Könnt ihr uns ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Den Breacher gibt es einmal als GTX und einmal als Nicht-GTX-Version. Das ist natürlich nochmal eine ganz feine Sache, gerade für diejenigen, die sagen, ich habe einen Stiefel oder ich hätte gerne einen Stiefel, der explizit nicht eine wasserdichte Membran hat, einfach weil dann der Stiefel natürlich schneller trocknet. Mit einer Membran hat man einen gewissen Nässeschutz. Unserer Erfahrung nach lässt der einfach aufgrund des Materials und der Bewegung irgendwann mal nach. Und genau deswegen ist ein Schuh ohne eine Gore-Tex-Membran in manchen Situationen oder auch gerade im Sommer vielleicht sinnvoller, einfach weil der Fuß dann nicht schwitzt und wenn der Schuh nass wird, auch innen schneller trocknet ohne eine Membran. Ja, wie gesagt, gibt es einmal mit und einmal ohne und es gibt ihn auch in 3 verschiedenen Farben, nämlich hier einmal in schwarz, dann gibt es ihn einmal in braun und einmal in Sand. Das Braun ist ungefähr so wie das hier bei den Mountain, ein bisschen dunkler und das Sand ist so ein typisches Tan-Sandfarben. Vom Material her ändert sich das dann auch jeweils. Deswegen habe ich das jetzt gerade mit den Farben mal vorgezogen. Die schwarzen sind Glattleder, die braunen, das ist Nubuck-Leder und die sandfarbenen, das ist Velour-Leder. Hier haben wir jetzt 90% Glattleder und 10% Textil in Form von Cordura. Das sieht man hier, das sind diese luftigen Einsätze, die hier verbaut sind. Und natürlich eine EPTFE-Membran von Gore-Tex, die den Schuh wasserdicht macht. Die geht, wenn man hier mal reinschaut, auch bis hier oben hin. Das heißt, man hat hier bis zu dieser Naht hier, hat man die Wasserdichtigkeit und natürlich auch in der Zunge. Das heißt, die Zunge ist hier vernäht, um dadurch eben auch die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Reden wir mal kurz über die Sohlen. Wir haben hier als Innensohle und als Zwischensohle eine PU-Sohle, also Polyurethan. Und hier ist die herausnehmbare Innensohle. Das ist eine ganz simple, einfache Sohle, die dann auch bei 30 Grad gewaschen werden kann. Natürlich kann man auch orthopädische Sohlen tragen. Hier sollte man darauf achten, die Schuhe sind auch als Arbeitsschuhe zertifiziert. Die Zertifizierungsnummer blenden wir euch hier einmal unten ein. Wenn ihr dann aber diese Sohlen herausnehmt und euch eure eigenen Sohlen einlegt, dann gilt da der Versicherungsschutz nicht. Von daher kann man dann auf Sohlen ausweichen, zum Beispiel von Bauerfeind war das, oder Hannes? Bauernfeind? Ja, Bauernfeind-Sohlen. Die sind dann auch zertifiziert für den Arbeitsschutz, wenn ihr die als Arbeitsstiefel tragen wollt. Ja, was gibt es sonst noch zu sehen? Wir waren bei den Sohlen, genau, richtig. Die Innensohlen haben wir, die Zwischensohle auch, bleibt nur noch die Außensohle. Die ist leider ein bisschen dreckig, weil wir die Schuhe natürlich auch schon mal getragen und getestet haben. Hier hat man eine Vibram Gummisohle, die gibt einen sehr, sehr guten Halt. Sieht man hier auch, dass die hier vom Profil her sehr gut ist und selbstreinigend ist. Natürlich wie immer bei Lova auch ölresistent, antistatisch, der ganze Kram, den man braucht, um einen arbeitssicheren Schuh zu haben. Und was wir immer ganz wichtig finden bei Stiefeln, hinten und vorne auch einen hochgezogenen
Geröllschutz in Form von einer Gummikappe, um eben einfach das Ganze noch ein bisschen robuster und haltbarer zu machen. Das ist tatsächlich auch hier von der Härtung her so, dass man getrost sagen kann, das ist ein Stahlkappenstiefel, obwohl er natürlich keine Stahlkappe hat, aber man hat hier eine sehr, sehr gute Schutzfunktion. Vom Aufbau her oder generell vom Halt her ist der Stiefel natürlich auch nochmal ein Ticken robuster und stabiler jetzt zum Beispiel als die C4. Die sind ja nochmal ein Stück kürzer. Hier mal zum Höhenvergleich, das wäre der Combat Boot und hier nebendran direkt, nehmen wir mal den anderen, dass wir auch wirklich zwei linke haben. Und hier seht ihr nebendran den Breacher GTX mit. Der ist nochmal ein Ticken kürzer von der Höhe her, aber eben hoch genug und stabil genug, um eben auch durchaus auf unwegsamem Gelände gut zu funktionieren. Polsterung und Komfort ist natürlich hier auch extrem wichtig und dazu hat man hier nochmal eine Verstärkung mit eingebaut für eine Polsterung und im hinteren Bereich und natürlich auch eine dick gepolsterte Zunge, um den Komfort maximal hochzuhalten. Zum Anziehen habt ihr hier hinten eine Schlaufe, wie sich das gehört. Auch hier hat man nochmal diese typische Ledereinfassung, damit der Schuh sich auch am Fuß gut bewegen kann. Und die Schnürung ist hier mit Metallösen ausgeführt. Das heißt, es ist hier genietet am Leder dran, da kann nichts ausreißen. Und hier natürlich dann einmal über Kreuz bis hier hochgeschnürt und dann kommt die neue Lova 2-Zonen-Schnürung zum Einsatz. Die ist so realisiert, dass ihr im Endeffekt die ersten 3 Schnürungen hier per Hand anlegt und dann an der 4. Schnürung hier diese Umlegelasche habt. Die macht ihr quasi zum Anziehen oder zum erstmaligen Einstellen einmal auf und dann könnt ihr hier das Ganze so ziehen, wie ihr es braucht und dann könnt ihr das einmal zuklappen und dann ist dieser Bereich hier, diese ersten 4 Schnürungen bleiben dann genauso, wie sie sind. Das heißt, das ist vorgeschnürt und bleibt immer auf dieser Festigkeit eingestellt und die nachfolgenden 3 Schnürungen hier, die sind dann immer flexibel. Das heißt, ihr könnt den Schuh, um einfach reinzukommen, aufmachen, habt dann hier diese 3 Schnürungen und dann, wenn ihr wieder den Schuh anzieht, müsst ihr dann nur nochmal hier oben festziehen, zubinden und fertig. Ihr habt dann auch, um die Schnürsenkel zu versorgen, wenn der Schuh gebunden ist, ich mache jetzt mal hier eine einfache Schlaufe, habt ihr hier in der Zunge oben nochmal eine kleine Tasche, wo die Schnürsenkel dann reinkommen. Das heißt, ihr müsst sie nicht um den Stiefel nochmal zusätzlich rumlegen und so kann natürlich auch nichts passieren und damit sind die Schnürsenkel gut versorgt. Die gute Nachricht für alle, die bei unseren Zuschauern der weiblichen Gattung angehören, es gibt den Breacher auch als Damenversion und da ist er sogar auch nochmal ein Stück höher, das heißt, den gibt es auch nochmal als High-Version. Da könnt ihr auf jeden Fall schauen, wenn ihr da als Frau auch mit so einem Arbeitsstiefel unterwegs sein wollt. Zusätzlich für alle, die einen breiten Fuß haben, gibt es auch nochmal eine Wide-Version. Das heißt, das hier ist die reguläre Version, die passt aber auch also ich habe relativ breite Füße und mir passen die eigentlich ganz gut. Ich brauche kein Wide-Modell, aber es gibt halt wirklich Leute mit Plattfüßen und für die gibt es halt einfach nochmal eine weitere Version von Lova, so wie sich das gehört. Ja, wir haben den Schuh jetzt schon eine Weile im Test und müssen sagen, der trägt sich genauso gut wie der Combat Boot, ist natürlich ein bisschen luftiger, einfach dadurch, dass er hier die Cordura-Einsätze hat und auch nochmal einen Ticken flacher ist, also so als Zwischenlösung, wenn man sagt, ich brauche schon was ein bisschen robuster ist als ein C4, aber es muss nicht ganz so robust sein oder ein Volllederstiefel sein wie der Combat Boot, der natürlich auch viel mehr Pflege dann benötigt, weil er eben Vollleder ist. Dann seid ihr mit dem Breacher genau richtig und vor allem den Breacher gibt es auch nochmal in anderen Farben als in schwarz. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen auch nochmal ein Thema. Gäbe es dann auch nochmal in braun und in Sand und eben, wie auch schon am Anfang erwähnt, als Nicht-Gore-Tex-Version für alle, die sagen, ich möchte gerne einen nicht wasserdichten Schuh. Wasserdichtigkeit haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Natürlich haben wir den Schuh auch mal getestet. Zumindest jetzt hier in der Anfangszeit gab es da keine Probleme, den auch mal im Wasser zu tragen. Da ist nichts reingekommen. Der Schuh ist dicht. Das haben wir auch so erwartet. Hoffen wir, dass er das auch auf Dauer bleibt. Bei denen haben wir jetzt den Winter über keine Probleme gehabt. Und wir gucken mal, ob das beim Breacher genauso ist. Ja, ansonsten den Lova Breacher GTX und auch die normale Version und auch die Ladies-Version und auch die White-Version bekommt ihr bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Habt ihr den Breacher oder den Combat Boot, wenn wir den schon mal hier haben, mit auf dem Tisch? Habt ihr die vielleicht selber schon im Einsatz und mal ausprobiert? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare.
Ansonsten, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.